food that we eat? Was ist dieser Körper, wenn nicht die Nahrung, die wir zu uns nehmen? We eat food, it changes, it becomes the body. There's nothing else but food here. Wir essen, wir nehmen Nahrung zu uns und letztendlich all dies ist nichts anderes als das, was wir essen. You are all tomatoes. Ihr seid alle Tomaten. But you're not tomatoes. Aber ihr seid keine Tomaten. You're Ihr consciousness. seid Bewusstsein. You're not just food, you're Ihr consciousness. seid nicht einfach nur Nahrung, ihr seid Bewusstsein. All week long we've been talking about it. Die ganze Woche ging das. I can't stop. Er kann gar nicht aufhören. Tonight I'm speaking about the guru. Heute spricht er über den Guru. The guru is not a tomato. Der Guru ist keine Tomate. He is not this body. Er ist nicht dieser Körper. We look at the guru and unless we've studied, unless we understand, we take him to be the physical form. Und wir schauen uns diesen Guru an und wenn wir uns nicht damit auseinandergesetzt haben, wenn wir das nicht studiert haben, nehmen wir ihn wahr als diese körperliche Form. Swamiji is long gone. Swamiji ist schon lange von uns gegangen. What remains? Was ist noch von ihm übrig? It's the teachings, the Die tradition. Lehre, die Tradition. That's what the guru is. Das ist, was das Guru ist und was der Guru ist. He gives us the teachings that he's learned from his master, Er gibt uns die Lehre, die er gelernt hat von seinem Meister, who's learned from his master, welche von seinem Meister who's gelernt learned from Shankaracharya, from the Upanishads, from eternal wisdom. hat. Und welcher gelernt hat von Shankaracharya, von den Upanishaden und von der unendlichen Weisheit. They're eternal. Why? Eternal? They are eternal. Why are they eternal? Also die sind ewig. Warum sind sie ewig? Because they are here and now. Denn sie sind hier im Jetzt. The teachings exist always, eternally. Diese Lehren existieren immer, ewig. Acharyavan Purusho Veda. Without a teacher, there is no knowledge. Ohne einen Lehrer gibt es kein Wissen. So many times, I was with Swamiji since I was a little boy, since I was 20 years old. Er war mit Swamiji seit er 20 Jahre alt ist. I spent 17 years with him, Er hat 17 Jahre mit ihm verbracht. and without exaggeration, there was not a month that went, probably not even a week that went by without me saying, I have to get out of here. Und wenn er ehrlich ist und ohne Übertreibung, war das nicht mal ein Monat, nein, nicht erstmal nur eine Woche, wo er nicht gesagt hat, Mann, ich muss hier raus. So many times I was overcome by this mood to run away. So viele Male ist er überwältigt worden von diesem Gefühl, wegrennen zu wollen. I would make a long list of all of my problems. Und er würde eine lange Liste schreiben von all seinen Problemen. Swamiji, I talk too much, I eat too much, I think too much, everything was too much. Swamiji, ich esse zu viel, ich rede zu viel, alles war einfach immer viel zu viel. And he, you know, he wasn't with me, but I would go visit him. He was at the ashrams and I was at a center. Er war nicht immer bei ihm, aber er würde ihn besuchen gehen. Er war an dem Ashram, an diesem Zentrum. And I would write him this list. I would have it with me. I would finally be in his company. Und er wird diese Liste schreiben und hat sie dabei und wird nun endlich in seiner Gegenwart sein. And as soon as I get near him, I had nothing to say. Und sobald er in seiner Nähe kam, hatte er nichts mehr zu sagen. The list would be absolutely meaningless. Und die ganze Liste war auf einmal ohne Bedeutung. It was a miracle. He said. A miracle. Es war ein Wunder. Did he say it that way? A miracle. Er würde das. It wasn't his personality. Es war nicht seine Persönlichkeit. It wasn't some mystical phenomena that we can't explain. Es war kein mystisches Phänomen, das wir nicht erklären können. It was the teachings alone. Es war einfach nur die Lehre alleine. He was an embodiment of the teachings. Er war eine Verkörperung dieser Lehre. You would look at his physical form, you couldn't tell. Und wenn ihr einfach nur auf seine körperliche Form schaut, hättet ihr das nicht sehen können. You would see his personality. It would be as imperfect as any of our personalities. Und wenn du nur seine Persönlichkeit seht, wäre es als nicht perfekt wie alle unsere Persönlichkeiten. More imperfect. Sogar noch nicht perfekter. He would have more reasons to yell than any of us ever had. Er hat viel mehr Gründe, umzuschreien, als irgendeiner von uns jemals hatte. He had to deal with miracles like me. Er musste sich beschäftigen mit Wundern wie mit ihm. And yet,
yet his example, his devotion, his dedication was so rich that he embodied these teachings, and if you were receptive to him, you couldn't help but being absorbed with those teachings and absorbed with those teachings. Ja, aber seine Hingabe zu diesen Lehren war so groß, er war halt so eine Verkörperung dieser Lehren, dass wenn du bei ihm warst, konntest du es nichts anderes tun, als dies aufzunehmen. One time I was in India with him. Einmal war ich in Indien mit ihm. And there was a little temple off the side. Da gab es einen kleinen Tempel nebendran. He was sitting there with some priest who was reciting the Srimad Bhagavatam in Malayalam, his native language. Und er saß dort mit einem Priester, der etwas rezitierte in seiner Muttersprache. Just the two of them. Nur die zwei. And I walked in. Und er kam dann hinein. He was crying like a baby. I have never seen anything like that. He was crying, weeping, wailing like an infant child. Er war am Weinen, am Japsen, am Wispern oder am Weinen wie ein kleines Kind. On and on. It must have, I stayed there for 10-15 minutes and then I got embarrassed and I walked out. But he was crying with devotion, with love. Er hat sich dann dazugeklebt für 10-15 Minuten und dann wurde es ihm peinlich und er ging weg, aber er hat echt mit Hingabe gemeint. And all of this devotion would go back to his master. He always dedicated to his master. Und all diese Hingabe gingen an seinen Meister. Er hatte alles immer wieder dem Meister zugeschrieben. And it wasn't just his teacher and his master and their personality, it was a tradition. That's what we're teaching you here. That's what everyone gets here is a tradition. Es war nicht die Persönlichkeit seines Meisters oder dessen Meisters, es war die Tradition. Und das ist auch das, was wir versuchen euch mitzugeben, ist die Tradition. Tomato tradition. Es ist die Tomatentradition. We have all been tomatoes for time eternity. Wir sind schon alle Tomaten gewesen für immer und ewig. You're not a tomato. Remember, you're not the tomato. Erinnert euch daran, ihr seid nicht die Tomate. Really, your consciousness, the body is not who you are. Nein, ihr seid wirklich Bewusstsein. Der Körper ist an sich nicht der du bist. The physical presence is secondary. It's not what really matters. Das körperliche Dasein ist an sich an zweiter Stelle. Es ist nicht das, was wirklich zählt. Some specific examples. We're sitting here waiting for examples. Ja, wir sitzen hier alle und warten auf Beispiele. I first came to him, I was 20 years old. Also er war 20 Jahre alt, als er zu ihm kam. Lost to the world. I didn't have a clue what I was going to do. Er war verloren in dieser Welt. Er hatte keine Ahnung von dem, was er tun wollte. I had learned about yoga. Er hat über Yoga etwas gelernt. And I thought it was a wonderful idea. Und er dachte, das war eine ganz wunderbare Idee. I want to learn to levitate. Ich möchte lernen zu schweben. I figured I could win friends and influence people. Und da hat er sich da gedacht, er könnte dadurch vielleicht Freunde gewinnen und Leute beeinflussen. These people would see me floating on the ground and they'd think I'm very special. Und diese Leute würden mich sehen, wie ich nun über dem Boden schwebe und denken, Mann, der ist wirklich was Besonderes. So here is this orange man, wearing just orange, watering the marigolds in the ashram. Und hier ist nun dieser in orange gekleidete Mann, der dort die Blumen gießt in dem Ashram. I walked up to him with humility, of course, and I said, "Oh, Swamiji, I'm here, I want to learn." Und er kam zu ihm, ging zu ihm hin und ein bisschen beschämt und sagte, okay, Swamiji, ich bin hier, um zu lernen. He must have taken one look at me and known what was inside. Er hat bestimmt nur einen Blick auf ihn geworfen und wusste, was dort in ihm vorging. And he handed me the hose, and he said, "Here, you water the flowers." Und er gab den Schlauch nun an ihn über und sagte, so, du. Oh, no, Swamiji, I'm too tired, I just arrived, I can't water the flowers. Nein, Swamiji, ich bin zu müde, ich kann jetzt diese Blumen nicht gießen. He must have repeated that 10 times in front of all the audiences. Und er hat das bestimmt 10-mal wiederholt vor all den Audienzen. Humiliating me every single time. Und jedes Mal ihn peinlich darstellen, jedes Mal. He knew that I lived in my head. It was just who I am, my personality. Er wusste, dass er in seinem Kopf lebt, das ist er ist, das ist seine Persönlichkeit. And time and again he wanted to deal with this. Und er wollte damit etwas bewegen. One time we were in India. Und dann nochmal in Indien. Took a large group of Westerners to India. We were traveling around. Und er hat eine große Gruppe von Western mitgenommen nach Indien. Wir haben dort eine Rundreise gemacht. By
By then I was a senior student. Und er war jetzt nun ein Senioren, so ein And Schüler. we got to his hotel room. Und wir kamen zu seinem Hotelzimmer. A group of people are standing around. Und eine Gruppe von Leuten stand dort. And he turns to me, just quite naturally, without any big ado. Und er hat sich zu ihm umgedreht, einfach ziemlich natürlich. Chandra, he says, I can't find my key. Break the door down. Chandra, ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Bitte brich diese Tür für mich. Well, wait a minute, Swamiji. Shouldn't we think about this a little bit? Sollen wir darüber nicht ein bisschen nachdenken, Swamiji? I don't want to break the door down. Maybe there's something else. Did you leave your key somewhere? Ich möchte nicht gerne in diese Tür eintreten. Hast du nicht deinen Schlüssel irgendwo verlegt? He's starting to get a little upset with me. Chandra, break the door down. Und er wird sauer mit ihm und sagt, Chandra, jetzt tritt diese Tür an. Swamiji, let's call the manager. Und er sagt, Swamiji, Break the door down. Break the door down. lass uns dir auf den Hotelmanager anrufen. By now, the manager had come. You know, a little bit later, the manager had come. Und der Hotelmanager kam nun. And it's India, you know, so they bring a big box filled with keys. So the manager is busy trying each key, one after the other. Der Manager ist nun damit beschäftigt, einen Schlüssel nach dem anderen auszuprobieren. Swamiji is yelling at me, break the door down, break the door down. Und Swamiji schreit ihn an, diese Tür einzubrechen. And somehow, you know, I'm just stalling him and keep stalling and stalling. The manager is struggling with me. Und der Manager war sehr, also kam nicht zurecht mit diesen Schlüsseln. Through some miracle, he finds, you see, you can't hear the English, but it's miraculous. You know, it's Swamiji's accent. He uses the word so much, it stays in my mind. Also hat dieses Wunder-Mirakel auf eine ganz bestimmte Art und Weise immer gesagt. Somehow the manager opened the door. Durch ein Wunder öffnet dieser Manager nun diese Tür. And the situation was over. Und die Situation ist nun vorbei. One more opportunity for me to stay living in my head. Und noch eine Möglichkeit für mich in meinem Kopf leben zu bleiben. And soon afterwards, when Swamiji wasn't looking, I opened up his little purse that he carried with him all the time. Und später, als dann der Swamiji nicht auf ihn schaute, hat er diese kleine Handtasche aufgemacht, die Swamiji immer mit sich rumtrug. Right on top was his key. Genau darauf war der Schlüssel. Another time we, Anderes Mal. excuse me? Somebody's waiting. Hi, anyway. Another time, oh, this is a terrible story. Also ein anderes Mal ist eine ganz schreckliche Geschichte. We were in New York. I'm from New York. Wir waren in New York. Ich bin von New York. Central Park. Central Park. A group of us from the New York Center. Und eine Gruppe von uns von dem New Yorker Center. We're on a mission. Wir sind auf einer He Mission. was, I forget exactly what it was. I think he was flying over the Suez Canal, throwing marigold flowers at Israeli jets. Und er war nun in einem Flugzeug, fliegt über die Stadt und wirft so Blumen aus dem Flugzeug. And he had a big cutout of his Peter Max painted plane. Und er hatte ein großes, Cutout, you know, cardboard also er hatte cutout. also so eine zugeschnittene Pappe als Flugzeug. And we were walking. Is the plane cut out of it? Well, you know, it was a photograph of his plane, and it was cut out in cardboard. Also es war ein Foto von seinem Flugzeug, das nun ausgeschnitten wurde auf Pappe. And I was carrying this plane, chanting Hare Rama, right in Central Park. Everybody. Trägt nun dieses aus Pappe ausgeschnittenes Flugzeug durch den Central Park. And wouldn't you know it, I saw an old girlfriend from high school. Der nun eine alte Freundin aus der Schule. God, I'm still blushing. I'm still blushing. Und er wird nach wie vor immer noch rot. Just one last story. So after that one, anything is easy. After that, you see, anything is easy after that. Nach dieser Geschichte ist alles andere leicht. Also eine kleine. What this girlfriend must have thought. God. Was diese Freundin sich wohl gedacht hatte. We were in the Bahamas. Wir sind in den Bahamas.
He has an ashram in beautiful Bahamas. Und er hat einen Ashram dort in diesen wunderschönen Bahamas. But you know, you get spoiled in the Bahamas. Aber du wirst verwöhnt in den Bahamas. If it drops a few degrees, you get chilled. Ja, aber wenn es nur ein bisschen kälter wird, dann, wenn die Temperatur noch ein bisschen runtergeht, dann wird es ja schon kalt. The sun is shining, you're suntanned, and it gets a little chilly. Und die Sonne scheint und du bist wohl gebräunt und doch wird es ein bisschen kalt. There was a big mud hole, you know, filled with water. Da war nun eine große so eine Matschpfütze mit Wasser gefüllt. It wasn't deep, but it was, you know, just muddy, yucky water. Es war nicht besonders tief, aber es war sehr matschiges. And again, I don't remember the reason. Und er weiß nicht mehr genau den Grund. But he said, Chandra, jump in. Chandra, spring dort hinein. Swamiji, listen, isn't there another way? Swamiji, gibt es da nicht eine Alternative? Gibt es nicht einen anderen Weg? Chandra, jump in, right now! Spring hinein, spring jetzt hinein. Swamiji, listen. Hör mir zu, Swamiji. And then he stopped, he got frustrated. Und dann hört er auf, weil er wird einfach frustriert. There was another great devoted boy, this boy Kedarnath, a native Bahamian, a totally different personality than mine, you know. Ja, und da war nun einer der aus den Bahamas kommt und er war auch sehr ihm hingegeben und eine ganz andere Persönlichkeit als er. Kedarnath, jump in. Und er sagt ihm, du, Just like that, jumps in. Sofort sprang er hinein. And another lesson for me to learn. Und noch eine Lektion für mich zu lernen. It was a blessing of my life. It was a real blessing of my life to have a guru. Es war wirklich eine Segnung in meinem Leben, eine Segnung, einen Guru zu haben. None of you can imagine. These stories don't begin to tell you what it is to live with a guru and to get your tiny little flame, your spiritual devoted flame, bursting into, taking over your whole life. Also ihr könnt euch das vielleicht nicht vorstellen, wenn man keinen Guru zu haben, aber stellt euch vor, nur diese kleine Flamme, die du bist, durch den Guru geht sie auf in deinem Leben. He was filled with imperfections, just like the rest of us. Er war auch gefüllt mit Nicht-Perfektionen, also mit Nicht-Perfektionen, genau wie wir alle anderen auch. The rest of us could hide behind some facades, and maybe not everybody will see. We can restrain it, we can oppress it, we can run from it. Viele von uns verstecken dies hinter einer Fassade. Wir halten es zurück, wir rennen davor weg. Swamiji had the great wisdom of the Bhagavad Gita, that he was not the doer. Swamiji hatte aber nun diese Weisheit von dem Bhagavad Gita, dass er nicht der Tuer ist. And he allowed it to, and that enabled him to express himself. He wore his imperfections on his sleeve, we say in English. Ja, und das gab ihm die Möglichkeit, sich einfach auszudrücken. Auf Englisch sagt man, er hat all seine Unperfektheiten auf seinem Ärmel getragen. He had no inhibitions about these faults. Er hatte also nichts war ihm peinlich über diese Fehler, die er hatte. Because he knew he was not the tomato. Denn er wusste, er ist nicht die Tomate. He knew he was an embodiment of these teachings. He lived these teachings. He learned from his teacher. He had the tradition of these teachings as the core of his being. Er wusste, er verkörpert diese Lehre. Er hat diese Lehre von seinen Teachern, von der Tradition in sich als ein Grundgerüst in seinem Körper. And just by the mere presence of him and your devotion and your receptivity, you became, infiltrated with these teachings as well. Und nur durch deine Offenheit ihm gegenüber und deine Hingabe wurdest du dadurch beeinflusst. Du wurdest damit, es kam zu dir. Not something you're making up, something you're aware of after you do it for a while. This is a great tradition, going back to timelessness. Es ist nicht vielleicht etwas, worüber du dir bewusst bist, aber du wirst es wahrnehmen nach einer gewissen Zeit. Diese Tradition ist zeitlos. Showing you that you're not who you think you are, not showing you that you're not this limited being, separated from so many other limited beings.
Es zeigt dir das, was du nicht bist. Du bist nicht dieses eingeschränkte Sein, dieses eingeschränkte Wesen, das getrennt ist von allen anderen Wesen. But like the Guru, you too are able to embody these teachings just in your everyday life. Doch genauso wie der Guru bist du in der Lage, diese Lehre zu verkörpern, zu verinnerlichen in deinem täglichen Leben. That's what the Guru is. Very, very great thing. Das ist das, was der Guru ist. Eine sehr großartige Sache. Und Shanti.